willkommen auf meinem Channel Dani Wayland. Ich habe heute einen ganz speziellen Ehrengast hier neben mir sitzen, und zwar die Sarah Luise, auch bekannt als Fräulein Buschwindröschen. Manch einer kennt es vielleicht, das Dynamite Magazine, wo sie 2015 ein, was ist, Pin-Up-Contest oder ja, gewonnen hat. Pin-Up-Contest, ja. Deswegen kennt vielleicht manch einer noch das Gesicht, auch wenn sie inzwischen ein bisschen anders aussieht. Oder ganz anders. Oder vielleicht auch ganz anders. Ja, und wir wollen euch heute was vorstellen, was sie seit wie lange macht ungefähr jetzt schon? Ja, also das Label Serli mache ich jetzt seit eigentlich einem Jahr, ungefähr 1,5 Jahren. Und Nähen an sich, Moment, 12, 14 Jahre so. Okay. Also schon lang. Cool. Also es geht heute um ihr Label Serli, wo wir euch ein bisschen was erzählen wollen, oder sie vor allem was erzählen will dazu, und wir stellen auch so ein bisschen was vor, damit das Ganze noch so ein bisschen mehr Schwung bekommt, weil die Sachen sind mega schön. Auch die Bluse, die ich anhabe, ist von ihr gefertigt quasi. Und ja, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Über mich? Ja, also ich habe ich weiß nicht genau wie alt ich war, ich glaube so 11, habe ich die Nähmaschine von meiner Oma geerbt gekriegt, also die alte einfach, und sie hat mir dann gezeigt, wie die Nähmaschine funktioniert, und wir haben irgendwas Kleines zusammen genäht, und irgendwie habe ich dann immer weiter genäht und hatte auch sehr gute Schulnoten in dem Fach, weil mir das einfach sehr, sehr gut lag. Und ja, ich glaube, ich war 15, dann habe ich mein erstes Dirndl genäht. Einfach weil mit 15 hast du kein Geld, um dir eins zu kaufen. Ich wollte unbedingt eins haben und habe mich da dann dran gesetzt und das Dirndl genäht. Cool. Und also durch meinen Vater bin ich halt sehr viel mit den alten Autos in Verbindung gekommen und konnte auch selber schrauben. Und es war für mich vollkommen klar, mein erstes Auto wird ein Käfer. Okay. Und bei dem Käfer brauchte man dann unbedingt mal schöne Fotos von mir und dem Käfer. Also, was braucht man für ein Outfit? Ein Petticoat-Kleid. Und das war dann ein gelbes, selber genäht natürlich. Und danach ging es los, dass Leute mich gefragt haben, kannst du mir auch eins nähen? Und ich war während der Ausbildung, habe wenig Geld verdient und war daher auch froh, mir nebenbei was verdienen zu können. Und so ist mein erstes Label Balmania entstanden. Und es war ja mehr so Rockabilly-Mode, also Pünktchen, Tüpfchen, alles, was sich gut verkauft, Petticoat natürlich. Und da habe ich auch Märkte gemacht, so immer mal einen Stand gehabt auf verschiedenen Oldtimer-Treffen oder so. Und habe dann gemeint, ich muss irgendwann noch mal eine Ausbildung als Maßschneiderin machen, weil eigentlich bin ich Biologielaborantin. Okay. Und habe aber während der Ausbildung gemerkt, dass ich das nicht durchhalte, weil ich habe natürlich vorher schon normal gearbeitet, verdient und musste jetzt dann alles selbst finanzieren, Wohnung und mein Lebensunterhalt, und habe aber nichts verdient in der Ausbildung, weil es war eine schulische Ausbildung. Okay. Weil einen Ausbildungsplatz in dem Betrieb habe ich nicht mehr gekriegt. Die haben alle gesagt, du bist zu alt. Ja, fand ich auch sehr erschütternd. Wie alt warst du? Ich war 23. Oh ja, voll alt. Ja, aber es gab eben, also ich war damals in Frankfurt und es gab in Frankfurt ungefähr 3 Betriebe, die zu dem Zeitpunkt gesagt haben, jetzt gerade nehme ich eine Azubi. Und die haben halt gesagt, nein, Entschuldigung, wir wollen einem die Chance geben, der direkt von der Schule kommt. Ja, und deswegen musste ich aber an die Schule gehen und war dann da mit haufenweise 15-Jährigen, die nicht mal mehr richtig auf- und abrunden konnten. Und ich saß dann da drin und dachte, ich muss heute Abend noch irgendwie arbeiten, um alles zu finanzieren, und das habe ich nach einem Jahr einfach gesagt, das halte ich nicht durch. Habe dann auch aufgehört zu nähen, weil mir es so gestunken hat. Das frustriert halt dann. Ja, also ich war richtig frustriert. Und dann in diesem Jahr Pause, wo ich hatte, wo ich nichts mehr genäht habe, hat sich mein Stil vollkommen verändert. Ich bin viel mehr in die Richtung True Vintage gerutscht. Und alles war viel definierter plötzlich. Und dann hat auch das Label Balmania gar nicht mehr gepasst. Ja, klar. Weil das war einfach zu Rockabilly-mäßig. Und dann habe ich wieder eigentlich für mich selber genäht, habe angefangen auch wieder für meinen Freund zu nähen und hatte dann irgendwann auch den Wunsch, wieder für andere zu nähen, und habe dann eben ein neues Label gegründet, und das ist jetzt Serli. Ah, schön. Ja. Das heißt, mit Serli hast du dich jetzt vor allem auf so True Vintage inspirierte Kleidung komplett fokussiert im Endeffekt. Eigentlich schon, ja. Ich mache nur ganz, ganz wenig, soll ich sagen, Ausrutscher oder Exkursionen mal in was Moderneres wieder.
Aber an sich bin ich wirklich fixiert auf das Alte. Das heißt, wie es früher war, ich benutze eigentlich kaum Stoffe, wo dehnbar sind, wo Stretch drinnen ist. Ich schneide deswegen auch gerne auf Maß, damit das eben wirklich passt. Ja. Weil zum Beispiel der Rock, den ich jetzt gerade anhabe, ist aus Leinen, das gibt nicht nach. Das muss einfach passen. Und wenn die Frau einen zu dicken Hintern oder zu schmalen Hintern dafür hat, dann sieht es einfach nicht gut aus. Ja. Deswegen, früher waren die Sachen meistens auch auf Maß geschnitten. Und ich achte zum Beispiel auch darauf, das mache ich auch nicht immer, weil manchmal lässt sich es einfach auch finanziell nicht machen, aber dass man innen drinnen die Nähte nicht sieht. Zum Beispiel die Bluse, die du anhast, das sind französische Nähte innen drinnen, da ist das Innere nochmal wie umgestülpt, eingefasst, sodass die Naht versäubert ist, man aber nicht einen modernen Stich oder sowas braucht. Weil ich habe natürlich auch eine Overlock-Maschine, die gab es aber früher nicht. Und wo es geht, mache ich das dann eben so, dass man quasi nicht mal mehr erkennen kann, ist das Stück jetzt alt oder ist das neu. Das ist so das Ziel. Cool. Also ich bin ja totaler Banause. Ich habe keine Ahnung von dem. Macht doch nichts. So, wow, okay, krass. Und woran orientierst du dich dann genau? Also hast du irgendwie, weiß nicht, Vorbilder, Inspirationen oder sowas für die Sachen, die du machst? Also natürlich gucke ich auch alte Filme und sowas und da sieht man dann immer mal wieder so, oh, das Kleid ist toll, das mache ich. Ja. Und so sammelt sich immer mal wieder was an in meinem Kopf, was ich habe jetzt irgendwie so bestimmt 20, 30 Kleidungsstücke in meinem Kopf oder als Screenshots im Handy von irgendwelchen alten Fotos. Ich sage, das muss ich mal nähen. Also die Liste ist noch lang, was alles kommen kann. Und so nach und nach, und das ist ja auch mal so ein bisschen die Stoffsuche, es muss ja der richtige Stoff auch gefunden sein, wie bei der Bluse. Ich habe so eine ähnliche Bluse als Original in weiß. Und ich wollte immer die mal nachnähen in schwarz. Aber ich habe nie den richtigen Stoff gefunden. Weil man hat sonst immer diesen Polyester XXL dehnbaren Blümchen-Spitzenstoff. Aber so einen schlichten, der dafür geht, habe ich nie gefunden. Und jetzt war ich im Urlaub in Husum bei meinen Großeltern und habe dort zufällig in einem Laden den Stoff gefunden und habe direkt alles gekauft, was da war. Okay. Ja. Ja, aber ich muss ja immer genug kaufen, dass es eben langt. Ja. Und ich mache eben auch zu wenig, um beim Großhändler einzukaufen. Ja. Also das mache ich dann nur bei unifarbenen Stoffen, wie zum Beispiel den Leinenstoff, die kann ich dann beim Großhändler kaufen, aber so besondere Sachen nicht. Und wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, du machst jetzt mehr als nur ab und zu mal für eine Freundin irgendwas zu machen, sondern du willst richtig so einfach ein Label und das nach außen tragen, so richtig? Das geht immer schleichend. Ja. Das ist einfach. Und es gibt aber auch Höhen und Tiefen, weil mir fehlt natürlich auch irgendwie die Zeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt die Zeit. Ja. Mit den ganzen anderen Sachen, die man halt immer noch machen möchte. Und so wie jetzt hier zu sein, das kostet halt auch wieder einen Tag. Und nähen muss ich ja am Wochenende, weil ich das nur nebenberuflich mache. Und wenn ich dann eben das Wochenende weg bin, wann soll ich nähen? Ja, klar. Deswegen ist auch noch ein Privatleben und und Hobbys. Ja. Ein Hund. Ein Hund. Ja, ein Hund. Ja, und so. Also es hat immer Höhen und Tiefen und manchmal habe ich eben auch das Gefühl, vielleicht sollte ich wieder aufhören und es lassen und einfach nur für mich nähen. Dann habe ich kein Gedöns, kein Eck, kein Zeitdruck, weil es ist natürlich auch, wenn jemand was bei mir bestellt, muss das auch zeitnah irgendwie fertig werden. Ja. Und wenn man dann gerade einfach keinen Bock hat zu nähen, dann ist es halt blöd. Ja, das ist ja mit allem so, wo man irgendwie, es ist ja auch irgendwie künstlerisch sich betätigen. Es ist einmal ein Handwerk, aber es hat ja auch viel mit irgendwo auch Kunst zu tun. Und es ist ja, wenn du nicht inspiriert bist, dann mit allem so. Ja. Sich dann hinsetzen und jetzt was total Tolles machen, wenn man null Bock hat. Ja. Funktioniert halt und gerade es sind viele Sachen, sind Handarbeit, du musst wirklich mit Nadel und Faden, mit den Fingern nähen. Und da musst du einfach ruhig und entspannt weil wenn du dann gestresst und am Zittern und so schnell das jetzt fertig machen, dann das funktioniert nicht. Ja, klar. Und deswegen, man muss dann schon irgendwie relaxed sein. Aber ich freue mich, ich ziehe demnächst jetzt um und dann haben wir viel mehr Platz und ich habe endlich ein richtig großes Nähzimmer und auch ein Zimmer, wo ich ordentlich Fotos machen kann. Ja. Und werde auch eine kleine Leinwand aufbauen und mal schauen, wie ich das alles dann hinkriege. Aber ich möchte dann, dass ich auch alles schön fotografieren kann, alles gleichmäßig aussieht. Und weil momentan ist es immer nervig, ich muss immer irgendwo irgendjemanden finden, der von mir Fotos macht. Es muss hell sein. Ja. Und irgendeinen schönen Hintergrund hat es bei uns nämlich auch nicht. Deswegen ist es richtig blöd. Aber ich freue mich, dass das jetzt demnächst dann
Schön. Hoffentlich, ich habe mir fest vorgenommen, dass das dann Das heißt, ihr habt aber schon die Wohnung und so, ist schon Ja. alles und so. Okay, also nur noch der Umzug. Genau, Nur noch der Umzug. Ja. Und es muss halt noch viel renoviert werden. Bedingt durch den Umzug ist dann eben auch der Shop eine Zeit lang geschlossen, weil ja, ich einfach die Aufträge nicht abarbeiten kann. Ja, über klar. 6 Wochen Wie dann auf dem Karton so. Genau, ja, auf dem Karton. Und ich richte mich neu ein auch, weil momentan habe ich gar keinen richtigen Tisch. Ich gehe immer auf den Esstisch zum Zuschneiden. Und das brauche ich alles neu kaufen und aufbauen. Ja. Und deswegen habe ich einfach wahrscheinlich von 1. März bis ungefähr 15. April den Shop geschlossen, bis alles wieder ordentlich ist und aufgebaut ist und ich wieder bereit bin. Und bis dahin mache ich mir natürlich auch viele Gedanken über neue Sachen für Sommer und Frühling. Zum Beispiel die schöne Bluse, die ich anhabe. Okay, das heißt, die gibt es dann auch nur in schwarz oder machst du auch noch verschiedene andere Stoffe noch, wo du dir das auch so aufnimmst quasi vom Schnitt her? Oder Nein, kommt der erstmal so raus? bisher ist wirklich nur die Spitzenversion so schwarz schön. geplant, weil für mit einem einfarbigen Stoff würde ich einen anderen Schnitt wählen wieder. Deswegen gibt es wirklich nur die. Ja. Und die gibt es dann auch tatsächlich nur 3 Mal. Ja. Das ist eben noch ein weiteres, was mir auch wichtig ist, dass meine Sachen was Besonderes sind. Ja. Also sie sind ja auch nicht gerade billig, auch gerade weil ich mich halt auch an die Schweizer Preise anpassen muss. Und deswegen gibt es die nicht so häufig. Fast Unikate dann eigentlich, wenn du nur 3 Ja, Stück hast. So. schon. Krass. Also mit meinem sind es dann 4. Ja. Höhere Mathematik. Ja. Weil ich kaufe Ja. zum Beispiel auch gerne, ich habe gerne Mädchentraum, Crazy Q und Jessie Ann, hieß sie dann jetzt zum Schluss, gekauft und getragen und das war ja auch schon eher ein bisschen hochpreisig und seltener. Und trotzdem bin ich auf dem Festival einer über den Weg gelatscht, die das gleiche Kleid an hatte wie ich und das finde ich nicht so toll. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich möchte was Besonderes haben. Ich nähe eh nicht so viel und hatte bisher auch immer gar nicht die Lagermöglichkeiten. Jetzt hätte ich sie theoretisch, aber es soll eigentlich so bleiben, dass ich sage. Ja, das macht es halt nochmal besonderer. Ja. Irgendwie. Klar. Ja. Also die Schön. Bluse, die du anhast, gibt es glaube ich auch 4 Mal. Hehe. Aber die wird es auch nächsten Winter wieder geben, aber in einer anderen Farbe. Sind es eigentlich auch Manschettenknöpfe. Ja, originale, ja. alte? Ja. Aber auch bei den Lilanen weiß ich jetzt nicht, aber ich habe nicht so richtig rausgefunden, was der Unterschied zwischen Herren- und Frauenmanschettenknöpfen ist. Aha. Aber es sind irgendwelche alte. Ich kann dir aber auch Ja. nicht sagen, von wann. Und abgesehen von der Bluse, was hast du noch so? Hast du schon irgendwelche Pläne, was dann rauskommt noch im Sommer? Also mein 40er Jahre Two-Tone-Set möchte ich nochmal in gleichen Farbkombinationen rausbringen, aber ein bisschen verändert noch. Also die Bluse wird kleine Täschlein haben, mit Knöpfen verziert, um noch so ein bisschen mehr rauszuholen. Und dann hoffe ich noch, dass das sich gut verkauft. Und den Rock dazu, das ist der Rock Daphne. Den gibt es dann auch in allen möglichen Farben, weil der einfach praktisch ist. Ich habe darauf geachtet, dass ich habe hinten 2, also er ist ja recht lang, weil ich mag einfach die Länge bis fast Mitte Wade. Ja, so wie es halt auch Sehr klassisch ist. Ja. So Ist übrigens gehört auch es für einfach. große Leute sehr praktisch. Hi, hier anwesend, wenn nicht alles immer hier aufhört. Ja. Katastrophe. Ja, das ist halt wichtig, dass es nicht über dem Knie endet, weil wenn es über dem Knie endet, dann ist das einfach nicht mehr 40er, nicht mehr 50er, das ist dann einfach Irgendwas anderes. Bitte, Röcke müssen die Knie bedecken, immer. Aber eben, damit das trotzdem eine schöne, schmale Figur gibt, der Rock, habe ich 2 Schlitze hinten eingearbeitet, damit man trotzdem ordentlich laufen kann, aber es von vorne schön schmal aussieht. Weil ich mag das auch nicht, wenn man dann so tipseln muss. Ja, weil der Rock so eng ist. Ja. Das muss ja auch alles praktisch sein. Ja. Ich finde, es wird auch irgendwie so ein bisschen vergessen manchmal, dass es ja Klamotten waren, die du im Alltag getragen hast. Das ist ja kein kleines Schwarzes, was du jetzt nur abends, wenn du in irgendeiner Bar gesessen bist, getragen hast. Also es muss ja auch irgendwo, abgesehen davon, dass es schön aussieht und edel aussieht, auch einfach praktisch sein, damit du damit was tun kannst. Ja. Wenn du nur vor dich hintipseln könntest. Ja. Also, das ist... Wobei es schon so war, die Frauen hatten früher auch extra Hauskleider. Ja, und ja, die klar. waren dann halt eben schon bequemer. Also Ja, ich habe mir ja. für zu Hause auch so welche genäht aus so einem warmen, kuscheligen Flanellstoff. Und die sind natürlich dann auch bequem und haben Bewegungsfreiheit, dass du die Arme sonst wohin strecken kannst. Und Ja. eine
ein bisschen lockerer Taille. Weil arbeiten in dem, was ich nähen kann, kann ich auch nicht. Ja. Das ist einfach auf die Dauer, denkst du, oh, keine Luft mehr und ich muss ab und zu auf eine Leiter steigen. Also es würde toll aussehen, bestimmt. Es wäre auch die Gefahr, dass ich dann irgendwann unter der Leiter liege, aber das ist schon nicht so ohne. Und ich bin ja auch nicht so groß, ich bin ja nur 1,60. Und wenn dann eben was von meinen Kollegen hochgestellt wurde, brauche ich halt immer gleich den Tritt. Oh. Ja, Probleme, die du nicht hast. Nee. Es ist immer so, Dani, Ja. könntest du mal. Ja. Und was es auch noch neu geben wird, ist, ich habe jetzt auch unter der Bluse drunter, weil die ist ja durchsichtig, mein Corsagenoberteil. Und das wird es auch in mehreren Farben geben. Also Es waren, glaube ich, 3 Farben bisher, oder? Oder waren es 4? Es war bisher gestreift und gemustert. Also bisher hatte ich eigentlich nur Musterstoffe. Ja. Also, das eine war auch ein Vintage-Stoff und das andere auch. Eigentlich doch beide. Ja. Also dieser schöne gemusterte Stoff, und den habe ich auch noch von dem Vintage-Stoff. Da habe ich ganz, ganz viel gehabt. Und von dem gestreiften habe ich, glaube ich, auch noch für 2 Stück. Und ab dem Jahr gibt es die dann auch einfarbig. Das heißt, ich habe jetzt weißen und schwarzen Stoff bestellt und habe dann noch angefangen, schon da liegen, rot, grün. Ich kann mich auch kurz ausziehen, dann sieht man es. Do it! Also, ich ziehe mich jetzt aus. Das erste Mal auf Dannys Tada! Ach, schön. Mega. Ist halt auch schön, weil einfach dieser Stoff halt so durchblitzt. Das ist halt als kleiner Farbakzent, obwohl es ja schwarz ist, halt echt eine schöne Idee. Ja, Das da drunter zu ist haben. halt Ja. durchsichtig. Ja. Ich habe dann einfach so einen schönen schwarzen oder hautfarbenen Tüten-BH drunter an. Und je nachdem sieht man den dann ja auch gar nicht. Ja. Oder es schimmert halt eben so durch, dass man nur sieht, oh, die hat einen BH an. Und so ein alter Tüten-BH verdeckt ja auf jeden Fall alles. Deswegen ist das kein Problem. Nein, aber das ist auch ein alter Stoff, den habe ich von meiner Uroma geerbt. Okay. Als sie gestorben ist, habe ich den Stoff irgendwo gefunden und habe den jetzt ganz lange aufbewahrt. Also ich glaube auch 7 Jahre, bis ich mal wusste, was ich jetzt mitmache. Und jetzt, also das ist auch ein Unikat. Das gibt es nur einmal an mir. Ja. Aber eben dieses Top gibt es dann in mehreren Farben. Schön, schön. Also ich verwende auch, wenn es geht, alte Knöpfe und sowas. Wo kriegst du den her? Ich habe jetzt gerade erst letztes Jahr von einer alten Schneiderei, wie sagt man, einfach den Vorrat, den die hatten, aufgekauft. Okay. Und auch viel teilweise auf Flohmärkten, also die Knöpfe waren auch teilweise dann schon mal irgendwo dran. Also es sind nicht unbedingt immer neue alte Knöpfe, Ja, sondern klar. es sind auch oft gebrauchte Knöpfe. Ich glaube, die zum Beispiel auch, die waren schon mal irgendwo dran. Und das bedeutet halt aber auch, ich habe jetzt noch für eine Bluse genau die Knöpfe und die nächste Bluse müsste dann andere Knöpfe kriegen. Habe ich auch noch ganz schöne, aber es sind dann wieder andere Knöpfe. Also das ist immer so ein bisschen... Also es ist schon immer einfach besonders und anders und eigen halt. Jedes einzelne Teil. Schön. Ja. Ich habe mir alle Knöpfe in Setzkästen farblich sortiert und gucke dann immer, welche Farbe brauche ich, und gucke dann die Setzkästen durch. Ja. Schön. Das ist voll die Leidenschaft. Ja, schon ein bisschen. Ja, klar. Also muss man aber auch, wenn man das machen So möchte. viel Zeit und Arbeit, die halt doch rein Ja. investiert wird. Ja, klar. Und wir könnten jetzt Leute, also wenn ihr jetzt das Interesse hättet, wovon ich einfach jetzt mal ausgehe, an diesen Klamotten, über die wir gerade geredet haben, wir könnten dann unsere werten Zuschauer mit dir jetzt in Kontakt treten, wie und wo und so. Also man kann meine Sachen natürlich einfach über einen Etsy-Shop kaufen. Ihr könnt aber auch jederzeit mich einfach anschreiben, auch wenn ihr eine Frage habt, wegen wie muss ich Maß nehmen oder ihr versteht meine Maßtabelle nicht oder sowas, dann einfach mir schreiben. Über Facebook, Instagram oder auf Etsy kann man mir auch schreiben. Einfach schreiben und ich beantworte jede dumme Frage. Und auch die nicht dumm. Das heißt, ich werde euch einmal hier unten in die Infobox natürlich dann die Profile auf Facebook und Instagram einmal reinklatschen. Dann könnt ihr da drauf gucken und dann eben gegebenenfalls schreiben. Und den Etsy-Shop natürlich auch, damit ihr alles einfach gleich da habt. Gibt es sonst noch irgendwie irgendwas, was, keine Ahnung, was dir so einfällt, was du noch so treibst, was du so noch mitteilen möchtest? Oder so? Ja, ich mache momentan, also haben wir jetzt neu angefangen mit einer Freundin zusammen. Eigentlich ist das ihre Idee gewesen. Sie hat
einfach irgendwelchen Menschen angefangen zu erklären, wie macht man sich die Haare, wie hat man das früher gemacht, wie schminkt man sich und hat da dann Workshops angeboten und hat dann irgendwann mich mit ins Boot genommen und das mache ich jetzt inzwischen auch vermehrt. Auch einfach, weil es auf sehr viel Interesse stößt und es macht Spaß. Ja. Es sind zwar schon Leute, die ganz anders sind dann wie ich, weil vor allem meistens das, ich sag jetzt mal, Anfänger sind, die ihren Weg noch finden und gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen. Ja. Aber es macht immer sehr Spaß, ist sehr lustig und wir sind auch nicht so teuer, weil wir halt eben ungelernt sind. Also wir machen das mehr, weil es Spaß macht. Aber es kostet natürlich auch wieder Zeit. Ja, klar. Und wo ist das Ganze dann? Also wir haben jetzt gerade am Wochenende, also nächstes Wochenende einen Workshop bei uns in Luzern. Also wir wohnen ja beide in der Schweiz. Und in 2 Wochen einen in Offenbach. Und dann eigentlich ist erstmal im Sommer über nicht so viel geplant. Wir suchen uns aber jetzt schon die nächsten Termine raus für im Herbst. Im Sommer ist einfach zu viel anderes zu tun. Jedes Wochenende ist irgendwo ein Festival, Oldtimer-Treffen, irgendwas. Und deswegen Urlaub. Die Leute sind auch selber im Urlaub, aber im Herbst ist dann wieder die Zeit, wo man für sowas Zeit hat. Und wo macht ihr das dann? Sind es dann bei Privatpersonen, die daran teilnehmen? Oder habt ihr dann lokale Locations, Friseursalons oder so, wo ich dann da einlistet übers Wochenende? Also wir machen das meistens in Läden oder in irgendwelchen Shops, weil die haben dann nämlich den Vorteil, die stellen uns das vergünstigt zur Verfügung, den Platz, weil sie natürlich dann auch was verkaufen. Ja, okay, also es ist so, die Kunden, die dann kommen, 50% gehen dann gleich noch in den Shop. Und wir auch. Naja, klar. Ich meine, die Chance muss man ja wahrnehmen. Also jetzt in 2 Wochen in Offenbach am Main, im Vintage Park, werde ich wahrscheinlich die komplette Gage, alles was wir verdient, direkt wieder verbraten. Aber dafür ist es da. Ja, klar. Okay, und wo findet man das, wenn jemand Interesse daran hätte? Auch einfach Instagram oder Facebook. Und wir sind die Curling Girls. Curling Girls? Ja. Okay. Ich hau euch die Curling Girls auch in die Infobox. Ja, das ist super. Also wer noch auf der Suche ist nach der richtigen Frisur und wie es geht, kann sich gerne bei mir oder bei der Claudia melden. Oder eben bei den Curling Girls. Super, dann glaube ich, haben wir ganz schön viel Info jetzt zusammengehauen in dieses Video. Ich hoffe, es war interessant für euch und wie gesagt, vergesst nicht, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, euch mal durch den Etsy-Shop durchzuklicken und einen Überblick zu bekommen über das Angebot. Ab April, hast du ja gesagt, geht es dann wieder weiter mit neuen Sachen und dann kann wieder bestellt und eingekauft werden. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen und vergesst nicht, ein Abo dazulassen, unsere beiden Profile auf Instagram auch zu besuchen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao!